Anlageprofis mischen Aktien oft mit Obligationen. Aber was sind Obligationen? Im heutigen Coffee Break schauen wir uns die Anlageklasse der Obligationen genauer an und wie sie dir helfen, deine Anlageziele zu erreichen. Mein Name ist Felix Niederer und ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Aktien und Obligationen sind sehr gegensätzlich, aber beides sind Wertpapiere. Während Aktien Wertpapier auf Eigenkapital darstellen, sind Obligationen Wertpapier auf Fremdkapital, also verbriefte Schuldtitel. Man nennt Obligationen auch Anleihen oder Rentenpapier und auf Englisch heißen sie Bonds. Eigenkapital muss nicht zurückgezahlt werden, Fremdkapital schon. Der globale Obligationenmarkt ist etwa 130 Billionen US-Dollar groß und sogar grösser als der Aktienmarkt. 1/3 sind Schuldtitel von Unternehmen und 2/3 sind Schuldtitel von der öffentlichen Hand, in vielen Fällen von souveränen Staaten. Man redet dann auch von Staatsanleihen oder von Staatsobligationen. Und im Fall der Schweiz von Eidgenossen-Oblis. Obligationen sind ein wesentlicher Bestandteil von vielen Anlageportfolios. Aber wie funktionieren Obligationen? Obligationen sind Schuldinstrumente, die von Unternehmen oder von der öffentlichen Hand emittiert werden, um Kapital aufzunehmen. Der Emittent verpflichtet sich, am Inhaber der Obligation regelmäßige Zinszahlungen zu leisten und am Ende der Laufzeit den Nennwert zurückzuzahlen. Und der Zinszahlung sagt man auch Coupon. Was für Arten von Obligationen gibt es? Die 4 wichtigsten Kategorien von Obligationen sind Staatsanleihen und Unternehmensobligationen. Die beiden haben wir vorher schon gehabt. Und als drittes hochverzinsliche Anleihen. Das ist nichts anderes als Obligationen von Emittenten, Staaten oder Unternehmen, die einen sehr hohen Zins zahlen müssen, weil sie auch ein höheres Emittentenrisiko darstellen. Das heisst, bei denen ist es gar nicht so sicher, ob sie den Zins und vor allem den Nennwert am Schluss werden können zurückzahlen. Die 4. Kategorie sind inflationsindexierte Obligationen. Das sind Obligationen, bei denen der Zins und/oder der Nennwert als Preisniveau gekoppelt sind. Das heisst, bei grösserer Inflation zahlen sie entweder einen grösseren Zins oder auch einen grösseren Nennwert zurück. Oder beides. Was sind die wichtigsten Eigenschaften von Obligationen? Das Allerwichtigste ist sicher der Nennwert, weil das ist das, was du am Schluss, am Ende der Laufzeit, zurückbekommst. Man sagt dem auf Englisch auch Face Value oder Par Value. Und früher, wo die Obligationen auf Papier waren, ist der Nennwert auf die Obligation draufgedruckt worden. Und noch etwas Lustiges. Früher konntest du mit der Obligation am Bankschalter gehen und hast den Coupon abschneiden und hast für den Coupon den Zins bekommen. Darum heisst es auch Coupon, von Französisch Coupé. Die zweitwichtigste Eigenschaft ist die Laufzeit der Obligation. So lange musst du warten, bis du den Nennwert wieder zurückbekommst. Typischerweise ist die Laufzeit zwischen wenigen Jahren und mehreren Jahrzehnten. Laufzeiten über 30 Jahre sind sehr selten. In der Vergangenheit hat es aber Ausnahmen gegeben. Argentinien, Mexiko und Österreich haben schon 100-jährige Obligationen emittiert. Und auch Firmen wie Walt Disney und Coca-Cola haben es geschafft, 100-jährige Anleihen rauszugeben. Die sind aber mit sehr grossem Zinsrisiko verbunden, zu dem später. Ein weiteres Merkmal von einer Obligation ist auch ihre Zinskadenz. Das heisst, wie oft wird der Zins ausgezahlt. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr, jedes Quartal. Es gibt auch Obligationen, die gar keinen Zins auszahlen. Man sagt denen Zero-Coupon-Bonds oder Null-Coupon-Anleihen. Fällt als 4. Eigenschaft der Zinssatz. Der Zinssatz, oder Coupon genannt, definiert die Höhe der regelmäßigen Zinszahlungen, die der Emittent, der Anleger und Anlegerinnen regelmäßig auszahlt. Der Zinssatz ist normalerweise fest, er kann aber auch variabel an einen Referenzzinssatz gebunden sein. Der Zinssatz wird immer als Prozent vom Nennwert definiert und nicht vom Ausgabepreis. Wie verhalten sich Obligationen im Marktumfeld? Obligationen werden oft, aber nicht immer, zu 100% vom Nennwert emittiert. Die Zurückzahlung muss zum Nennwert passieren, sonst wäre es ein Zahlungsausfall. Nach der Emission der Obligation ist der Kurs der Obligation gegeben durch das Angebot und Nachfrage am Markt. Notierte Obligation zufälligerweise zum Nennwert, so sagt man dem, sie notiert zu pari. Notiert sie drüber, dann sagt man dem, sie notiert über pari und notiert sie unter dem Nennwert, dann sagt man dem, sie notiert unter pari.
Der grösste Einfluss auf den Kurs der Obligation hat das allgemeine Zinsniveau. Aber auch die Bonität des Schuldners spiegelt sich im Kurs. Aber etwas, was du wissen musst: Steigt das allgemeine Zinsniveau, dann fällt der Wert der Obligation. Und umgekehrt, fällt das Zinsniveau, dann steigt der Wert der Obligation. Warum ist das so? Marktteilnehmer rechnen aus dem Kurs der Obligation ihre Rendite bis zum Verfall. Und Obligationen mit ähnlicher Bonität und gleicher Restlaufzeit haben in der Regel sehr ähnliche Rendite bis zum Verfall. Aus der Rendite von Obligationen mit guter Bonität, aber unterschiedlicher Restlaufzeit, errechnet sich die Zinskurve. Es gibt für jede Währung eine eigene Zinskurve und jede Zinskurve verändert sich ständig. Eine Zinskurve kann sich nach oben bewegen, sie kann sich nach unten bewegen, aber sie kann auch ihre Form ändern. Die Zinskurve wird von links nach rechts gezeichnet. Ganz links beschreibt sie die Rendite von Obligationen, die in den nächsten Tagen zur Rückzahlung fällig werden. Und die Nationalbank gibt ein Zielband vor und setzt geeignete Massnahmen ein, damit die Zinskurve ganz links, also die Rendite von ganz kurz laufenden Obligationen, im Zielband zu liegen kommen. Am langen Ende zeigt die Zinskurve die Rendite von Obligationen mit einer Restlaufzeit von 30 oder 40 Jahren. Und wenn die Nationalbank nicht gerade sogenanntes Quantitative Easing betreibt, das heißt am Kapitalmarkt interveniert und langlaufende Obligationen kauft oder verkauft, dann ist die Zinskurve, mit Ausnahme vom kurzen Ende, ein Resultat von Angebot und Nachfrage am Kapitalmarkt für Obligationen. Wenn das Zinsniveau steigt, dann meint man damit, dass die Zinskurve als Ganzes sich nach oben bewegt hat. Aber das bedeutet nichts anderes, als dass die Rendite von allen Obligationen grösser geworden ist. Und wie wir vorher gesehen haben, bedeutet das, dass der Kurs von diesen Obligationen nach unten gegangen ist. Und das ist die Erklärung, warum der Kurs von einer Obligation steigt, wenn die Zinsen sinken. Schauen wir uns ein Beispiel an. Mit unserem Obligationenrechner siehst du, wie sich der Kurs von einer Obligation ändert, wenn sich das allgemeine Marktumfeld ändert. Der Nennwert von einer Obligation ist typischerweise 100'000 Franken. Nehmen wir eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von 10 Jahren und einen Zinscoupon von 1%, das wären also 1'000 Franken jährlich. Wenn jetzt das Zinsniveau auch bei 1% liegt, dann ist der Handelswert der Obligation gleich dem Nennwert, also 100'000 Franken. Wenn jetzt aber das allgemeine Zinsniveau um 1% auf 2% aufgeht, dann verliert die Obligation an Wert und sie ist jetzt nur noch rund 91'000 Franken wert. Das wäre ein Kursverlust von fast 9%. Und umgekehrt, wenn das Zinsniveau um 1% auf 0 fällt, dann steigt der Wert der Obligation auf 110'000 Franken, also ein stolzer Kursgewinn von 10%. Bei einer Obligation mit einer kurzen Laufzeit wäre der Kursgewinn nur 1%. Und bei einer Obligation mit einer langen Laufzeit von 30 Jahren wäre der Kursgewinn bei einer 1%igen Zinssenkung ganze 30%. Bei einer 1%igen Zinserhöhung entsteht ein Kursverlust ähnlich von 22%. Wir sehen also, der Wert von einer Obligation steigt, wenn das Zinsniveau fällt und umgekehrt. Und die Änderung ist umso stärker, je länger die Laufzeit der Obligation. Das heißt, je länger die Laufzeit von einer Obligation, desto stärker reagiert sie auf steigende Zinsen mit Kursverlust. Man nennt das Zinsrisiko oder auch Zinsänderungsrisiko. Und weil jetzt aber Obligationen mit längerer Laufzeit mehr Risiko haben, haben sie auch eine höhere Risikoprämie. Und das erklärt, warum normalerweise die Zinskurve von links nach rechts ansteigend ist. Das heißt, warum normalerweise länger laufende Obligationen eine höhere Rendite haben als kurz laufende Obligationen. Aber nicht immer. Es gibt eine Phase, wo es umgekehrt ist. Das heißt, wo die Zinskurve von links nach rechts absteigend ist. Das heißt, langfristige Zinsen sind dann tiefer als die kurzfristigen Zinsen, die von der Nationalbank vorgegeben sind. Und so eine Zinskurve nennt man invertierte Zinskurve. Ein zweiter wichtiger Risikofaktor neben dem Zinsrisiko ist die Kreditwürdigkeit des Emittenten. Man sagt einmal Bonität. Bonität von grossen Unternehmen und von Staaten wird von Ratingagenturen regelmäßig bewertet. Die 3 grössten Ratingagenturen sind S&P, Moody's und Fitch. Jede Agentur verwendet verschiedene Bewertungsskalen. Am Beispiel von S&P, AAA ist die beste Note und alles zwischen AAA und BBB ist sogenannt Investment Grade, also gute Bonität.
Zusammenfassend, was musst du als Anleger, als Anlegerin wirklich über Obligationen wissen? Du musst wissen, Obligationen sind eine sehr breite Anlageklasse. Von quasi risikofrei bis zu aktienähnlichem Risiko mit aktienähnlicher Rendite findest du in dieser Anlageklasse alles. Und sie sind sehr unterschiedlich. Und mit Ausnahme der inflationsgeschützten Obligationen bieten Obligationen zwar keinen Schutz direkt vor Inflation, sie helfen aber, dein Portfolio zu stabilisieren und zu diversifizieren. Der einfachste Weg, breit gestreut in Anleihen, in Obligationen zu investieren, sind ETF. Mittlerweile gibt es sehr viele ETF auf alle Subkategorien von Anleihen und die Vorteile liegen auf der Hand. Tiefe Kosten und sehr gute Diversifikation. Und wir bei TrueWealth verwenden ETFs auf alle Subkategorien, auf Staatsanleihen, auf Unternehmensobligationen, auf hochverzinsliche und auch inflationsgeschützte Obligationen, je nach Risikoprofil. Obligationen sind ein sehr vielschichtiges Thema. Hat dir das einen Überblick gegeben? Oder hast du noch Fragen zum Thema? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@truewealth.ch. Und mit dem bis zum nächsten Mal.